Hallo meine Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Wie immer wünsche ich mir, dass ihr alle Social Media teilt mit euren Freunden, mit eurer Familie und allen anderen Menschen. Schreibt gerne eure Ideen und eure Kommentare unter den Videos oder Verbesserungsvorschläge oder Ideen für neue Themen. Ich komme wieder mit einem sehr aktuellen und sehr interessanten Thema zu euch, und zwar geht es heute um die Legalisierung von Cannabis. Ja, dieses Gesetz ist am 1. April 2024 umgesetzt worden. Das heißt, seitdem ist Cannabis legalisiert. Aber was sind die Eckpunkte? Was sind die Eckdaten? Woran muss man sich richten oder worauf muss man sich einstellen? Die Eckpunkte sind: maximal 25 Gramm sollen als Genuss-Cannabis zum Eigenkonsum straffrei sein. Diese Menge darf auch in der Öffentlichkeit mitgeführt werden. Im Eigenanbau sind 3 weibliche blühende Pflanzen pro volljähriger Person erlaubt, müssen aber vor dem Zugriff durch Kinder und Jugendliche geschützt sein. Zu Genusszwecken dürfen nicht gewinnorientierende Vereine mit maximal 500 Mitgliedern gemeinschaftlich Cannabis anbauen oder an Mitglieder abgeben. Das Mindestalter für die Mitgliedschaft ist 18 Jahre. Die Clubs dürfen keine Werbung machen und müssen Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte benennen. Man darf nicht in mehreren Vereinen Mitglied sein, logischerweise. Pro Vereinsmitglied dürfen maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag oder 50 Gramm pro Monat abgegeben werden. Bei Mitgliedern unter 21 Jahren nur 30 Gramm. Es soll eine Obergrenze beim Wirkstoffgehalt geben. Gezahlt wird durch Mitgliedsbeiträge, auch sei möglich, dass ein zusätzlicher Betrag pro abgegebenen Gramm fällig werde. Konsumiert werden darf in den Vereinsräumen, die einen Mindestabstand zu Schulen und Kitas einhalten müssen. Kiffen in der Öffentlichkeit ist nicht in der Nähe von Schulen und Kitas erlaubt und in Fußgängerzonen erst nach 20 Uhr. Werden Minderjährige mit Cannabis erwischt, müssen sie an Interventions- und Präventionsprogrammen teilnehmen, was sehr sinnvoll ist. Wer bereits früher wegen Besitzes oder Eigenanbau von bis zu 25 Gramm oder maximal 3 Pflanzen verurteilt worden ist, kann auf Antrag aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden. Wie gesagt, dieses Gesetz gilt seit dem 1. April 2024. Aber wie immer stelle ich die Pros und die Kontras vor, die Vor- und die Nachteile. Wo wird Cannabis eingesetzt, beziehungsweise wo kann außerhalb noch Cannabis medizinisch eingesetzt werden? Und zwar Cannabis darf da medizinisch eingesetzt werden, wo keine Wirkung oder gezeigt wird, beziehungsweise lebensbedrohliche, gesundheitsstörende Folgen vorliegen. Ja, zum Beispiel, das gilt zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, wo normale Medikamente nicht mehr wirken, oder bei Krebspatienten, die auch an chronischen Schmerzen leiden, an neuropathischen Schmerzen leiden, oder bei lang andauernden Muskelerkrankungen, wie zum Beispiel bei der multiplen Sklerose. Die Nachteile können folgendes sein, und zwar: je höher der THC-Gehalt ist, desto größer ist die Suchtgefahr. Ja? Das heißt, je höher der THC-Gehalt, desto eher kann man Cannabis-süchtig werden. Und zwar, welche Nebenwirkungen gibt es? Erstmal reden wir über die akuten Nebenwirkungen. Können sein Panikattacken, psychotische Symptome, Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Koordinationsprobleme und Übelkeit und Brechreiz. Langzeitwirkungen können sein zum Beispiel psychotische Störungen, wie zum Beispiel Cannabis-induzierte Psychosen, Wahrnehmungsstörungen, man sieht und hört Sachen, die nicht da sind, Schizophrenie, ja, man entwickelt verschiedene Persönlichkeiten. Affektive Störungen können zum Beispiel sein Depressionen, Angststörungen, bipolare Störungen oder sogar suizidale Gedanken, Selbstmordgedanken. Beeinträchtigung unseres Gehirns, unserer kognitiven Möglichkeiten, zum Beispiel Gedächtnisfunktion, Lernleistungen, Aufmerksamkeit, Fähigkeit von Problemlösen. Das führt langfristig auch natürlich führt zu Auswirkungen in unserem Schulsystem, Ausbildungssystem und Arbeitssystem. Ja?
Körperliche Folgen können zum Beispiel sein Lungen- und Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Bronchitis, COPD, vielleicht auch Lungenkrebs. Und auch Hodenkrebs ist statistisch häufiger nachzuweisen. Entwicklungsstörungen bei Neugeborenen und es kann zu Frühgeburten führen. Besonders weil unser Gehirn bis zum 22. Lebensjahr sich noch weiterhin ausbildet, ist es eine große Gefahr für Jugendliche, wenn sie früh damit anfangen. Letztendlich kann es aufgrund der Suchtgefahr dahin enden, dass wir in einer Suchtklinik landen und uns stationär entgiften lassen müssen. Es gibt natürlich auch viele Studien, die davon abraten, weil Cannabis, Haschisch und Marihuana als Einstiegsdroge gesehen wird für härtere Drogen wie zum Beispiel Heroin, Kokain. Deshalb immer vorsichtig sein und lieber die Hände weg davon lassen, wenn man sich nicht auskennt oder unsicher ist. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und schreibt eure Pros, eure Kontras, eure Bedenken. Seid ihr eher dafür, seid ihr eher dagegen? Was sind eure Gedanken, was sind eure Ideen? Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt safe, euer Dr. Majid, bleibt mir treu, bis zum nächsten Video.